Carrado A361, 6,60 Meter Länge. Ja, und wenn man ihn ein bisschen auflastet, sogar mit 6 Personenzulassung und wie er hier steht mit 5 Personenzulassung und irre viel Platz. Er hat hinten Stockbetten, hat vorne ein ganz großes Alkovenbett. Das werden wir gleich mal zeigen, das riesengroß ist, das natürlich hier oben drin steckt. Und es ist der perfekte Grundriss für, ich sag mal, Personen, die einen Führerschein haben für 3,5 Tonnen, dementsprechend auch möglichst schnell fahren möchten. Sie möchten vielleicht nur mit der Vignette fahren, ohne die Nachteile natürlich über 3,5 Tonnen zu haben. Und sie wollen vielleicht nicht zu viel Geld ausgeben und ein zuverlässiges Reisemobil haben für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Dann sollte man auf jeden Fall den Carrado hier mit, ich sag mal, vielen Möglichkeiten in Betracht ziehen, obwohl ich weiß, dass nicht jeder natürlich großer Fan ist von einem Alkoven. Aber was Platz angeht, da findet man kaum Alternativen. Ja, der A361 von Carrado, den wir uns heute mal anschauen, mit Fahrradträger auf dem Heck für 3 Fahrräder mit dabei, hat eine Vorbereitung für die Rückfahrkamera mit eingebaut und er hat hinten die Möglichkeit, dann noch Fahrräder einzuladen. Das kann ich euch mal gerade zeigen. Hinten ist noch ein Licht mit drin. Gerade ein bisschen heller für euch, dass ihr das mal seht. Also da ist jetzt die Heckgarage mit drin, bei dem ich hier dieses Etagenbett, was da ist, komplett einklappen kann. Und während der Phase des Transports oben geklappt lassen kann. Ich kann es dauerhaft natürlich auch in der Position belassen, die jetzt im Moment hier drin ist. Und habe dann die Möglichkeit, also hier wirklich Platz zu schaffen für Sachen, die ich transportieren muss, die ich auf der Urlaubsreise gerne mitnehmen möchte. Und bin ich dann angekommen, dann habe ich die Möglichkeit, einfach hier zu ziehen. Dann kommt das ganze Bett komplett runter. Das kann ich mal gerade zeigen. Mal einen Augenblick, ich mache da mal gerade die Matratze dazu runter. Geht es ein bisschen einfacher. Und dann schwenkt das ganze Bett hier runter und habe dann die Möglichkeit, nochmal 2 Personen mit 70 Zentimeter Breite und einer Länge von 2 Meter unterzubringen, sogar mit Lattenrost, also mit Komfort, allem drum und dran. Und habe selbst im runtergeklappten Zustand dann noch hier eine ganz ordentliche Stauraummöglichkeit mit 230 Volt Steckdose. Hier kriege ich sogar noch Falträder komplett gefaltet rein. Das funktioniert. Also, hier unten, dann habe ich hier den Zugang erste Schlafgelegenheit und oben mit eigenem Fenster dann die zweite Schlafgelegenheit, die ich aber auch bei rückgebauten Betten auch oben nutzen kann. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Fahrzeug steht auf Gas, 2x11 Kilo. Wir haben hier eine Truma-Heizung eingebaut mit einem Gasanschluss. Und die wichtigsten Daten allerdings wie immer das Thema Zuladung. Wir sind hier bei 2,965 Tonnen. Das heißt, wir haben also gute halbe Tonne Zuladung hier noch. Und das ist, denke ich mir, auch wichtig zu wissen, dass man mit so einem Fahrzeug im Sommerurlaub nicht komplett überladen dann rumfährt. 62.900 €. Dafür bekomme ich einen Fiat Multijet mit 140 PS. Da kann man natürlich auch einen größeren Motor mitnehmen, aber fahren tut das auch. Und wie es hier ist, sieht man das 6,60 Meter, 2,32 Meter und wichtig natürlich auch die Höhe. Ich habe jetzt hier eine Höhe von über 3 Metern, deswegen sollte man immer dran denken, da ist ein Alkoven mit drin. Netter Nebeneffekt beim Alkoven, darüber witzel ich immer ganz gerne, ist natürlich die eingebaute Sonnenblende hier oben drüber. Das heißt, wenn ich mal in den Süden fahre, dann muss die Sonne schon sehr, sehr, ich sag mal, schräg stehen, damit die mich überhaupt noch blendet. Das ist wirklich sehr interessant. Also gerade wenn man die Route Soleil runterfährt, man hat eigentlich auf der Hinfahrt immer die Sonne voll irgendwie auf der Seite drauf oder vorne. Und das ist ein netter Nebeneffekt. Wir gehen mal rein. Außen ein Licht mit drin. Die Markise ist hier montiert, 4 Meter Länge. Ich habe einen recht hohen Radstand, was natürlich für Fans von südlichen Ländern ganz wichtig ist. Das Fahrzeug steht hoch. Ich habe eine enorme Bodenfreiheit hier bei dem Fahrzeug. Sage ich das mal gerade. Wir haben also kein Tiefrahmenchassis hier, sondern
richtig Bodenfreiheit. Dazu brauche ich natürlich dann auch eine Stufe mit 2 Treppen hier drin. Aufbautür, 2 Kleiderhaken mit drin und integrierten Fliegenschutz eingebaut. Was man gleich sieht, ist natürlich wie bei allen Alkovenfahrzeugen diese enorme Stehhöhe von rund 2,50 Meter, die also Raum schafft, Luft. Dann habe ich hier eine Doppelsitzgruppe, die ich ohne Umbauen benutzen kann. Das heißt also, ich habe immer meinen festen Platz. Hier sieht man also auch schon bis zu 6 Personen. 6 Gurtplätze sind hier dran. Die Zulassung allerdings jetzt, ich habe eben nochmal nachgeschaut, für 4 Personen. Und Stockbetten dann im Heck drin. Die sind hier. Da ist die wirklich sehr, sehr große Küche, die hier mit drin ist. Bei der, ich sag mal, ich so viel Platz habe, dass ich auch wirklich dann auch Menüs zubereiten kann. Oft ist ja so, wenn größere Familien dann auch wegfahren. Und man kocht dann auch zusammen, vielleicht im Pulk. Man ist mit vielleicht noch der Schwester unterwegs, dem Bruder, dem Cousin oder Bekannten. Dann wird auch mal des Öfteren selber gekocht und das geht auch hier drin. Das geht auch im Winter. Man hat also so viel Platz, dass man also auch Tische, Stühle und so weiter mitnehmen kann. Das Ganze auch natürlich über eine Heckbox. Gerade im Winter brauche ich vielleicht kein Fahrrad. Und dann kann man natürlich auch über die Heckbox noch was mitnehmen. Allerdings auch hier 500 Kilo sind schnell erreicht. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man da natürlich alles reinbaut. Und nur mal so vom Feeling her, 2,32 Meter Breite. Ich habe hier Kleiderschränke mit dabei. Ich habe wirklich große Oberschränke, die ich dann auch befüllen kann. Und große Besteckschränke. Also wirklich für die große Familie ist das Ganze gedacht. Mit Mülleimer. Kann hier aus der Sitzgruppe übrigens sehr interessant im Sommer auch nochmal eine Schlafgelegenheit machen. Also unten sieht man das, also dieser Tisch kann hier vorne abgeklappt werden und kann dann unten eingehangen werden an der silbernen, da unten sieht man das, also ganz hinten. Und das ist dann praktisch der Normalbetrieb, da ist er oben eingehangen, den kann ich abnehmen und kann dann daraus eine große Liegegruppe, Sitzgruppe, kann ein Bett bauen, also das ist ganz multifunktionell verwendbar. Ja, das Alkovenbett. Also wenn man drin ist, dann sieht man erst der Vorteil natürlich vom Alkoven ist dieses unglaubliche Raumgefühl. Man kommt also hier rein, hat eine irre Stehhöhe. Man hat die Möglichkeit hier vorne das Ganze einfach anzuheben. Also hier habe ich eine Bettfläche 2x2 Meter, die wirklich Erwachsenen, aber auch 3 Kinder können hier drauf schlafen. Die können auch in Fahrtrichtungen können die schlafen, die können in Längsrichtungen breit, also das ist vollkommen frei, man hat wirklich Platz. Dann drücke ich das Ganze hoch. Hier sind Gasdruckfeder mit dabei und die halten auch diese Mimik jetzt in Schach, sodass ich während der Fahrt ganz bequem hier einsteigen kann, ohne mich bücken zu müssen. Das heißt, das ganze Fahrerhaus öffnet sich dann auch komplett. Ich habe hier nochmal, das sieht man, dann nochmal eine Verdunklungsmöglichkeit über einen Vorhang, der aber zeitgleich auch isolierend wirkt, sowohl gegen Geräusche als auch gegen Strahlungswärme oder Strahlungskälte. Die Möglichkeit, Durchzug zu erzeugen, habe ich auch. Also gerade im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß ist, kann ich also einmal hier öffnen, an der Seite kann ich öffnen und ich habe immer bei den Alkoven-Modellen hier bei Carrado hier noch ein Fenster, hier noch ein Fenster, also ich kriege hier richtig viel kalte Luft durch. An der Seite ein wirklich riesengroßes Panoramafenster, das während der Fahrt auch die Möglichkeit bietet, viel von der Landschaft zu sehen, das also fast über die ganze Breite geht von dem Fenster selber. Und ich habe hier einen Tisch, bei dem kann ich mit den Kindern während der Fahrt dann auch spielen, kann mir die Zeit vertreiben, habe einen direkten Zugang dann natürlich auch zum Kühlschrank, der auf der Seite ist, und zur Toilette, die dahinter ist. Gucken wir uns gleich mal an mit Schwenkbad. Ja, Mensch, toller Grundriss. Wenn die Leute nicht so, ja, Alkohol nicht so schön,
Also klar, natürlich mit dem Buckel vorne drauf, das ist Geschmackssache, aber für eine große Familie, also ich kenne da keinen besseren Grundriss wie für einen Alkoven. Hier ist die Leiter, wenn sie eingehangen, wenn die Kinder dann nicht hier rüber einsteigen sollen. Ich zeige das mal gerade, viele gehen ja auch hier rüber rein, die können das dann auch, sind dann hier oben hoch. Dann hat man hier oben eine Leiter, aber die steht natürlich dann, wenn sie montiert ist, komplett hier im Weg drin. Der Sitz vorne ist nicht drehbar, aber ich kann den vorderen Bereich natürlich auch nutzen, um mich da hinzusetzen, kann ja auch was lesen, kann hier rausgucken, auch wenn das Fahrzeug steht. Also den Platz kann man zumindest mal verwenden, mit Kopfhörer ein bisschen Tablet zu gucken. Ich habe nämlich die Möglichkeit da, also mich nochmal komplett zu vereinzeln, indem ich also diesen Vorhang, den ich hier habe, auch nochmal komplett hier rumzulegen. Also das, da habe ich noch ein bisschen Ruhe. Das habe ich zumindest das öfter mal gemacht. Ansonsten zieht man den einfach hier nach vorne, zieht zu und hat dann vorne nochmal einen effektiven Wärmeschutz oder Kälteschutz mit drin. Ja, viele Staufächer. Hier oben kann ich dann also nochmal ganz leichte Dinge nochmal verstauen. Hier an der Seite habe ich schon bei Nachbarn gesehen, die das gemacht haben. Und ich habe es eben schon kurz gezeigt, ja, große Möglichkeiten, Essen zuzubereiten. Ja, eine Truma Kombi-Heizung, alles sehr einfach gehalten. Funktioniert aber auch das analoge Bedienfeld, die Stufe 1 bis 5. Ich habe warmes Wasser, 60 Grad, 40 Grad und so wird es halt meistens kommen im Sommer. Da mache ich dann nur noch warmes Wasser mit, wenn überhaupt, denn sehr oft werden diese Fahrzeuge gar nicht innen benutzt, nur zum Schlafen. Den Rest hat man ja dann auf dem Campingplatz. So. Ja, großer Kühlschrank mit Gefrierfach-Einheit. Zusätzlich haben oft Familien dann noch eine Kühlbox mit dabei, eine Kompressorkühlbox, um zusätzlich Getränke dann noch kalt zu halten. Hier oben der Fernseher, der bereits montiert ist, den ich rausziehen kann und den ich sowohl in diesem Bereich hier nutzen kann, also den kann ich so rausdrehen, dass er einmal hier in dem Schlafbereich sichtbar ist oder in dem Bereich der Sitzgruppe. Ich zeige euch das mal gerade, das ist dann der Blick von dem Fernseher auf die Sitzgruppe, also etwas weiter oben. Ansonsten nehme ich ein Tablet und stelle das hier einfach auf den Tisch drauf. Dann habe ich auch alle Möglichkeiten, die Kids zu bespaßen währenddessen. Man kann ja auch mal lesen, muss ja nicht immer Netflix sein. So, großes Bad. 2 Handtuchhalter mit dabei, eine große separate getrennte Dusche, bei dem man, hier sieht man auch den Platz, den man hier drin hat, zeitgleich natürlich die Kids auch abduschen kann und auch daneben stehen kann. Gerade bei kleineren Kindern sehr, sehr schön, dass ich so viel Platz hier in dem Bad habe, dass ich also keine Angst bekomme, wenn hier 2 Personen drin sind. Also einer kann hier drin stehen, man kann auch die Kinder waschen, man kann sogar 2 Kinder hier reinmachen, kann die zeitgleich waschen. Das ist ja manchmal auch ganz vorteilhaft, wenn einer sich nicht die Haare waschen will. Kenne ich aus Erfahrung. Hier vorne kannst du durchlüften, nochmal Handtuchhalter mit dabei. Hier ist noch ein Schränkchen. Ich mache das mal gerade auch für euch, dass ihr mal reinschauen könnt. Also ein kleines Schränkchen mit dabei und Ablagemöglichkeiten. Und hier noch ein kleiner Haken für ein Handtuch und die Kassettentoilette. Unter dem Waschbecken habe ich dann nochmal einen kleinen Schrank. Und ganz wichtig hier unten ist der Auslass für die Heizung. Üblicherweise ist die Heizung ganz in der Nähe vom Bad, dass man auch hier wirklich schön warm machen kann. Ja, hier habe ich noch einen Spiegel mit drin, 2 Kleiderhaken, einen ganz großen Kleiderschrank, der so groß ist wie im Wohnwagen. Das werden viele Wohnwagen-Fans, also viele Alkoven-Leute kommen ja von Wohnwagen auch und die kennen das. Das Ganze hier ist natürlich auch, hier sieht man, das sind die Warmluftschläuche, die überall im ganzen Fahrzeug verlegt werden. Und das schafft natürlich dann auch trockene Räume, die hier da sind. Alles ist hinterbelüftet. Das ist aber Industriestandard. So, hier ist die Heizung. Und wie man sieht, hier unten drunter laufen dann nochmal die Rohre mit dabei. Und die Warmluft wird dann hier verteilt. Und diese Heizung macht dann zeitgleich warmes Wasser und sie macht warm durch Luft. Ja, 2 Stockbetten mit drin. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wo liegt man jetzt am liebsten? Oben. Der Vorteil hier vom oberen Stockbett ist, ich habe ein Fenster mehr. Das heißt, das fehlt mir hier unten. Aber gut, wenn die Kids von einem langen Tag dann zurückkommen, sind die oft zu müde, dann fallen die hier rein. Außerdem kann ja mal der eine oben, der andere unten schlafen oder die Ältere kriegt das Fenster.
mit Rausfallschutz. Das sieht man also hier oben, da ist noch so ein kleiner Schutz mit drin. Das kann natürlich ein ganz kleines Kind, könnte immer noch darüber, aber das ist nochmal ein zusätzlicher Schutz mit drin, dass man nicht gleich rausfällt. Licht habe ich mit drin, Zwangsbelüftung hier oben. Die ist hier mit eingebaut und jeder hat sein eigenes Fenster, damit er auch ordentlich lüften kann. Das ist die Leiter, die mit dabei ist. Und ja, damit wären wir eigentlich schon fast durch. Das Alkoven-Modell, eins von vielen übrigens, von Carrado, die das Thema Family natürlich sehr in den Fokus genommen haben und dafür diese speziellen Alkoven-Modelle entwickelt haben, die natürlich von innen einen irren Raum bieten. Also gerade hier vorne das Doppelschlafbett, wo dann vielleicht auch die Kinder schlafen können und die Erwachsene hinten oder vorne und so weiter und so fort. Das schafft Möglichkeiten, aber das kann ich auch benutzen natürlich, wenn ich unterwegs bin und kann hier auch Sachen unterbringen im Alltagsbetrieb. So, wir gehen nochmal raus. Schauen uns das Fahrzeug nochmal an von außen. Dazu schließe ich nochmal gerade die Tür. Und ja, hier brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu streiten. Das ist eindeutig ein Reisemobil, ein Wohnmobil auf Alkoven-Basis. Wir filmen heute am 17. Oktober. Nee, stimmt gar nicht. 17. Januar 2022. Heute wäre eigentlich ein Messetag der CMT in Stuttgart gewesen, aber die findet ja nicht statt. Deswegen haben wir jetzt mal die Chance ergriffen. Wir wären auf der CMT gewesen. Ganz in der Nähe hier zwischen Augsburg und München liegt der Freistaat. Und ja, die haben wirklich viele Fahrzeuge und diese Special günstige Reisemobile auf Alkoven-Basis. Ja, wenn Sie so nett sind, ja, abonnieren Sie doch unseren Kanal German Television oder German Television Plus auf YouTube. Da können Sie auch alle Videos sehen auf YouTube. Ja, bitte auch ruhig mal ein Abo dalassen, das hilft uns. Prüfen Sie doch mal, ob Sie die Abonnieren-Taste auch gedrückt haben. Und jetzt im Anschluss werden wir uns ein Modell anschauen, das ist auch von Carrado. Jedes Modell ist ein bisschen anders. Was direkt mal auffällt, ist der Einstieg hier zum Reisemobil. Hier hatten wir den Einstieg direkt hinter dem Fahrerhaus. Ist diesmal hinten. Und das bedeutet, wir haben einen ganz anderen Grundriss. Werden wir uns gleich mal anschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis beim nächsten Mal bei uns auf dem Kanal. Tschüss.